suppress you, they haunt you and reap a disaster, re-education. Hallo, mein Name ist Tommy Lu. Wir haben hier Markus Mein vor der Kamera. Wir befinden uns im Hansa-Studio. Was hat dich hierher geführt? Ich bin gefragt worden, ob ich heute Abend auflegen will und deswegen bin ich heute Abend hier. Das gehört ja so im weitesten Rahmen oder sogar im engsten zu dem Pfingsttreffen von Depeche Mode-Fans. Und im Hansa-Studio oder über das Hansa-Studio führt der Thilo Schmid so Touren durch. Was weißt du darüber? Nichts. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich auch noch nie was davon gehört, bis ich die Einladung hierher bekommen habe. Okay. Hier im Hansa-Studio, das wirst du ja sicherlich wissen, hat ja auch neben Depeche Mode David Bowie aufgenommen. In welchem Verhältnis stehst du zu diesem bekannten Künstler? Also zum einen bin ich natürlich ein Fan seiner Musik. Zum anderen ist es so, dass der hat hier die Platte Heroes aufgenommen. Und der Toningenieur von Heroes, mit dem haben wir unser drittes Album produziert. Und das ist so ein kleiner Link, den ich dann zu ihm habe quasi. Sprichst du da über Eduard Meyer? Nein, nee, das ist ein Engländer gewesen, der es aufgenommen hat. Wer war denn das? Colin Thurston hieß der. Jetzt hier so direkt neben dir und merke das Sonore deiner Stimme so durch die Brust direkt in mein Ohr. Wann kommt das nächste Camouflage-Album? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin gerade dabei und mache meine Soloplatte und hoffe mal, dass die Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt. Hattest du Gesangsunterricht? Nein. Spielt ihr mit dem Gedanken, auch im Hansa-Studio aufzunehmen? Nein. Das ist viel zu teuer. Nee, leider nicht. Vielleicht Schlagzeug. Keine Ahnung. Jochen, mit dem ich zusammen mein Projekt Mein mache, der hat hier schon oft aufgenommen. Und vielleicht können wir hier mal in irgendeiner Session Schlagzeug aufnehmen. Aber ansonsten ist das illusorisch von den Preisen her. Kannst du dir vorstellen, ein Bowie-Cover zu machen und es im Meistersaal vorzutragen? Keine Ahnung, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Wie kommst du da jetzt drauf? Es gibt eine Band, die heißt Golden Apes. Die würden sowas machen für unseren Film. Aha, okay. Schön. Vielleicht machst du das auch für unseren Film. Können wir nochmal drüber sprechen? Keine Ahnung. Würdest du uns eine Anekdote mit der Zusammenarbeit oder über die Zusammenarbeit mit Gareth Jones erzählen? Aber nicht, wenn er dabei ist, oder? Okay. Gareth Jones hier. Was bringt dich heute hier ins Hansa-Studio? Für Studio-Tour. Es kommt nicht auf die Technik an und die Werkzeuge. Es ist eine Frage von Seele und Ideen. Und wenn wir manche Leute, das braucht eine Weile, bis wir uns das merken, dass die Werkzeuge zählen für ganz wenig. Viele Leute in der Musikbranche, die jungen Künstler, die denken, wenn ich nur diese Gitarre hätte oder wenn ich nur diese Computer hätte oder nur dieses Gerät hätte, dann könnte ich irgendwas. Und das ist natürlich Bullshit. Das ist eine Frage von Herz und Seele und Ideen. Und jeder hat Herz und Seele und Ideen. Machen einfach, machen. Wir haben immer gesagt, alles muss das Lied bedienen. Und wenn, ist egal, also eine gute Performance, schlecht aufgenommen, ist 1000-mal mehr wert als eine Scheiß-Performance oder wunderbar aufgenommen. Und das haben wir auch hier erlebt und gelernt.
Das kennen wir alle. Jeder möchte eine schöne Performance hören. Und okay, schöne Performance mit einer guten Aufnahme ist natürlich wunderbar. Aber ohne der Performance, ohne das Lied ist alles nichts. Gareth Jones meint, es käme nicht unbedingt auf das Equipment an, dass es besonders teuer wäre oder man bräuchte ein bestimmtes, um wirklich gute Musik zu machen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Equipment spielt da überhaupt keine Rolle. Also, um einen guten Song zu schreiben, kannst du ihn auf dem Kamm blasen. Also das kommt immer darauf an, was du machen willst. Wenn du natürlich elektronische Musik haben willst, ist es scheiße, wenn man keine elektronischen Instrumente hat. Also von daher spielt das schon eine Rolle, aber grundsätzlich ist die Instrumentierung für das Schreiben von guter Musik völlig unerheblich. Wie kommst du denn auf gute Songs? Die müssen einem einfallen. Keine Ahnung. Manche Leute erarbeiten sich Sachen, aber ich denke mal, die meisten Leute, die gute Songs schreiben, die haben die einfach im Kopf, die fallen dir ein. Du singst sie vor dich hin, singst sie dann auf dein Telefon, gehst ins Studio und nimmst sie auf. Also so entsteht bei mir Musik. Entsteht das so, dass du dich jetzt extra hinsetzt oder fällt es dir einfach so ein? Ja, meistens, wenn ich mich extra hinsetze, fällt mir gar nichts ein. Also das ist eher dieser Druck, das funktioniert bei mir nicht. Also wenn ich viel arbeite, dann fällt mir auch viel ein. Also du hast dann so Schaffensphasen letztendlich. Aber meistens so, dass dir die guten Sachen, die fallen dir halt einfach ein. Also und da gibt es auch keinen bestimmten Moment, in dem das passiert. Es passiert halt einfach. Und du kannst nur hoffen, dass du ein Aufnahmegerät dabei hast, um die Idee festzuhalten. Teilweise träume ich Musik und zwinge mich aufzuwachen, um sie aufzunehmen, damit sie nicht weg ist, bis ich aufwache. Gelingt das? Ja, hin und wieder schon, ja. I love with no regret. I give you what I get. How can I let you know? About to let things go. Change it for you and not for me. Things have been done too long. I got a name for you, 'cause things have been done too long. Don't fool yourself. Don't keep all your baggage inside your heart. Don't fool yourself. Gab es auch mal eine tolle Melodie, die dir eingefallen ist? Du hast sie aufgenommen und am nächsten Morgen war es Schrott? Klar, natürlich ist das auch. Du träumst Musik und denkst, das ist genial, was du gerade geträumt hast. Und am nächsten Tag hörst du es dir an und kannst die Zusammenhänge gar nicht mehr herstellen, weil du so schlaftrunken warst, dass du auch die Melodien gar nicht richtig ausformuliert hast. Klar, es gibt viele Sachen, die einfach dann im Sand verlaufen. Wie ist denn das, jetzt den Text dazu zu schreiben? Es gibt ja so zwei Fraktionen, die einen schreiben erst den Text, dann die Melodie. Die anderen, denen fällt erst die Melodie ein, dann der Text und bei wenigen kommt beides zusammen. Wie ist es bei dir? Also ich habe meistens zuerst die Musik. Also wenn ich schreibe, dann habe ich den Gesang und dann setze ich mich hin und schreibe den Text. Das ist ganz selten.
Also vielleicht mal, dass ich Fragmente schreibe vorher, aber meistens ist es so, dass das erst nach der Musik kommt. Try to tell me something. Try to tell me how it feels. Build it up to beat it down again. Tell me how it feels. Dann vielen, vielen Dank und viel Erfolg jetzt als DJ. Markus Mein. Danke. Dankeschön. Suspicious love grows my natural law. And I need to change, but something keeps me here. I feel I know I won't let it grow. And I need to change, but something keeps me here. I refuse to grow. Well, if the war, I'm going down here. What's happening?